Hallo, wir sind Anna, Mitja, Lilith und Jens. Und wir zeigen euch heute unser nachhaltiges Erdhügelhaus mitten in der Stadt. Kommt mit! Als allererstes machen wir jetzt gemeinsam was die wenigsten Menschen mit ihrem Haus tun können. Wir gehen nämlich aufs Dach. Das ist toll hier oben, gell? Das gefällt dir. Das ist ein Ort für dich, du. Wir haben uns für ein Erdhügelhaus entschieden, weil das ja einfach für uns die natürlichste Bauweise ist. Es war eigentlich wie so Liebe auf den ersten Blick. Wir haben das gesehen und haben gewusst, das ist das jetzt für uns. Und haben dann danach, ehrlich gesagt, entdeckt, wie viele Vorteile es noch mit sich bringt, auch aus ökologischer Sicht, aus energetischer Sicht. Aber im ersten Moment war es einfach Liebe. Diese dicke Erdschicht, die aufs Dach geschichtet wurde, erhält das Haus eben wohl temperiert. Das heißt, wenn es jetzt so heiß ist, dann wird es bei uns drin natürlich auch warm, aber eben nicht so warm wie in den Dachgeschossern der Häuser, die hier um uns herum stehen. Und auch im Winter merken wir es schon deutlich an der Heizkosten. Wir haben hier insgesamt 120 Quadratmeter, unten und oben zusammengerechnet. Genau, also unser Haus wurde uns quasi als große Turnhalle, die tragende Hülle, so bereitgestellt und kam dann wirklich mit einem LKW hier an und wurde dann mit einem Kran schön zusammengebaut und innerhalb von einer Woche stand die tragende Hülle. Und dann hatten wir hier drin die Möglichkeit, erstens komplett frei zu gestalten, wie wir die Wände ziehen wollen, ob wir überhaupt Wände ziehen wollen. Und ja, dann haben wir uns auch dran gewagt, die wirklich selber zu mauern. Das war die erste Wand, die wir gebaut haben. Das war, da haben wir einfach gesagt, wir machen das, fangen gleich an mit was Rundem. Und das hat fürchterlich lange gedauert. Wir hatten das erste Mörtelbett gelegt, Stein hingestellt, Stein umgefallen. Wir 2 Tage lang gefühlt nur noch geweint, dass wir das niemals im Leben hinkriegen. Und wir haben es dann trotzdem wieder versucht und siehe da, es hat auch funktioniert. Nach ein paar Tagen stand dann die Wand und es wurde immer besser und dann waren die anderen Wände ganz, ganz schnell gestellt. Pilze sind weg. Unsere Küche ist das Herzstück unseres Hauses. Wir haben uns sehr gewünscht, dass das alles hier offen ist, sodass ich, wenn ich koche, die Kinder beim Spielen im Blick haben kann. Hier kommt die Treppe direkt von oben runter. Das heißt, wenn man morgens aufsteht, kann man sich direkt einen Kaffee holen und zum Frühstück übergehen. Die Möbel hier in der Küche hat Jens alle selber gebaut, damit wir das einfach genauso haben, wie wir es brauchen. Ich habe es nie gelernt. Ich glaube, dass ich das irgendwie von meinem Opa vererbt bekommen habe. Er war Zimmermann und ich habe einfach mir das Holz immer genommen und habe es immer probiert. Und mittlerweile bin ich recht gut damit geworden. Hier sind wir in meiner Werkstatt. In der Werkstatt entstehen alle Möbel und Holzsachen, die ich hier so selber baue. Ich bin von Beruf aus Lehrer. Mich hat Holz schon immer begeistert. Ich finde Holz halt sehr, sehr schön und ich habe dann einfach mich daran getraut, etwas mal zu machen. Ich habe angefangen mit einem Bandschleifer, der mir leider Gottes durchs Wohnzimmer gesaust ist und meinen Schreibtisch kaputt gemacht hat. Und dann habe ich irgendwann gesagt, es muss funktionieren und Learning by Doing. Wie man hier sieht, nutze ich ganz, ganz viel Altholz und Sachen, die ich im Sperrmüll finde. Die Idee dahinter ist, dass ich es sehr, sehr schade finde, Holz halt wegzuschmeißen, weil man kann auch noch aus kleinsten Stücken irgendetwas bauen. Zum Beispiel hier hatte ich noch eine Schranktür gebaut und da sind sehr, sehr kleine Elemente bloß, die man dazu nutzen kann. Braucht man also keine 5 Meter irgendwie Spezialholz und ist sehr, sehr kostengünstig an der Stelle. Den Schrank habe ich gebaut, weil wir mal einen Gast hatten, der hat sich an der Treppe den Kopf gehauen. Und dann haben wir gesagt, da muss irgendwas hin. Dann habe ich gesagt, okay, dann baue ich einen, der exakt der Form der Treppe entspricht. Und ist noch nicht ganz fertig. 3 Türen fehlen noch.
Ich muss immer noch wieder Material beschaffen und dann irgendwann nachts, wenn die Kinder schlafen, dann fange ich immer an mit Bauen. Ich liebe den Schrank wirklich sehr, weil er so in unser Haus fest eingebaut ist und es den nur ein einziges Mal gibt. Hier sind wir jetzt im Wohnzimmer. Wenn man das ist wohl das Zimmer, was man am ehesten als solches bezeichnen würde. Und das emotional wertvollste Stück ist dieses Sofa. Das ist von meiner Uroma. Es ist schon super alt, also es ist mindestens 50 Jahre alt oder noch älter. Es ist leider nicht mehr so ansehnlich, wie man sich das vielleicht wünschen würde, aber ich will auch keine Decke drüber legen, weil es genau so perfekt ist, wie es eigentlich ist, ne? Ich habe eine Leidenschaft für Japan schon immer irgendwie gehabt, jetzt seit ein paar Jahren sehr aktiv entwickelt. Und da ich Bushinkan betreibe, habe ich dann entsprechend auch Schwerter und andere Trainingsgeräte da. Bushinkan ist Ninjitsu, vielleicht sagt das eher jemand was. Das sind die Samurai- und Ninja-Schulen, die heutzutage noch betrieben werden. Was mich an Japan fasziniert, ist, wie eine so große Anzahl von Menschen so reibungsfrei miteinander leben kann. Das fasziniert mich ohne Ende. Die ganze Kulturgeschichte hintendran ebenso. Das war das Untergeschoss und jetzt gehen wir mal hoch. Komm mal her. Achtung, Aufzug. Das ist unser Schlafzimmer. Den Raum haben wir letztes Jahr erst so eingerichtet und neu gebaut. Da schlafen wir alle zusammen auf dem Boden. Wir haben dieses Zimmer gebraucht, weil als Mitya geboren wurde, wurde das alte Schlafzimmer zum Kinderzimmer und diese Freifläche, die hier vorher war, wurde zum Schlafzimmer. Da sind meine Bilder. Und da ist mein Bett. Und da ist mein Puppenhaus. Ich habe ganz, ganz viele Bilder hier drin. Da ist mein Einhornbild. Ganz schön, oder? Hier haben wir halt versucht, diese Rundung, die durch das Dach vorgegeben wird und auch die eher geringe Größe des Zimmers möglichst perfekt auszunutzen. Und deshalb hat auch Jens sich hier dran zu schaffen gemacht, die Möbel perfekt an die Form des Zimmers anzupassen, damit hinten einfach kein Platz verloren geht. Und hier in der Ecke, wo noch das Puppenhaus steht, soll dann auch irgendwann Mityas Bett und noch ein Spielbereich für Mitya entstehen. Hier sind wir jetzt in unserem Badezimmer. Das war auch so ein Highlight beim Hausbau. Wie man sieht, sind hier unendlich viele Steine verarbeitet. Ich finde es persönlich viel, viel schöner als Fliesen. Es sind natürlich ein bisschen putzintensiver, aber macht es trotzdem halt sehr schön. Die Dusche haben wir auch aus Itongstein gebaut, ganz, ganz klein, ähnlich wie die Mauer unten, zusammengesägt und in vielen, vielen Reihen übereinander gestapelt. Und wir wollten auch keine so mit Glasfront eckige Dusche, sondern auch deshalb hier was so organische Form, etwas Rundes. Ist sehr natürlich von der Form an sich her. Zum Abschluss werfen wir jetzt noch einen Blick in unseren Garten. Endlich hast du wieder einen Stock. Ja. Ein Stock. Oh Gott. Unser Garten ist unser kleiner Urlaubsort direkt vor der Gartentür. Wir sind jetzt immer öfter dort, weil so langsam wird er endlich schön. Es hat wirklich jetzt 10 Jahre gedauert, bis wir die Zeit dafür hatten, ihn wirklich, wirklich schön zu machen. Und ja, so langsam können die Kinder auch hier schön spielen und es wird. Also hier im Garten sammeln wir natürlich all unsere Bioabfälle und ich finde das schön, dass die Kinder das dann auch lernen, dass wir aus dem, was wir in der Küche vielleicht nicht mehr brauchen, hier wieder Erde machen können. Ja, und das passt eigentlich so in unseren Ansatz, dass wir versuchen, möglichst viel Müll zu vermeiden oder abzucyceln.
uns gefällt es halt ganz besonders gut, wenn möglichst viel Grün ist, möglichst viel blüht, wenn ganz viele Insekten da rumfliegen. Und den meisten Leuten, die vorbeigehen, gefällt das auch total gut. Die melden dann zurück, dass es so eine schöne grüne Oase sei und hier ja alles so schön blüht und flitschert. Und das macht uns einfach froh. Das war unsere Roomtour durch unser Erdhügelhaus. Wenn ihr noch mehr spannende Häuser kennenlernen wollt, dann abonniert unseren Kanal oder schaut hier oder hier. Und tschüss!